Frau Zürcher, seit Ihrem Alter von 35 Jahren erlebten Sie regelmäßig außerkörperliche Erfahrungen. Können Sie noch einmal kurz sagen, wie alles begann? Eigentlich begann es schon im Kindesalter. Aber damals wusste man ja gar nichts von solchen Dingen und bewusst erlebt habe ich dann mit 35 Jahren. Bei einem Umzug, normalerweise gehe ich um 12 ins Bett, aber da war es schon 2. Und ich war kaum gelegen, als ich plötzlich an der Decke hing. Und es geht während einer Stunde in den Körper und aus dem Körper. Und da ich von diesen Dingen keine Ahnung hatte, musste ich notgedrungen die Nachbarin aus dem Bett holen, damit ich meinen Hausarzt anrufen konnte. Und der Hausarzt, der hatte genauso wenig Ahnung wie ich. Als sogenanntes Heilmittel hat er mir ein Glas Schnaps verschrieben, ein Flümli-Schnaps. Und in meiner Not habe ich das ganze Wasserglas mit Flümli-Schnaps getrunken und dann wusste ich nichts mehr. Aber die Heilung ist nicht erfolgt, sondern ist praktisch bis heute angehalten. Während diesen Erfahrungen haben Sie auch andere Wesenheiten getroffen, also Menschen, die noch lebten, sowie auch Menschen, die bereits gestorben sind. Können Sie einige solche Erinnerungen erzählen? Ja, also ich habe Menschen, also im Jenseits getroffen, von denen ich nicht wusste, dass sie gestorben waren. Da waren junge Leute dabei, aber was mir jetzt im Nachhinein in den Sinn kommt, die haben sich präsentiert und die hatten alle hier wie so ein Gartenschlauch runterhängen und der war unten so ausgefranst. Und ich habe damals gedacht, ach, die wollten noch telefonieren und das Telefonkabel ist gerissen. Jetzt im Nachhinein mit meinem jetzigen Wissen weiß ich, das ist die sogenannte Silberschnur gewesen. Die reißt im Moment, wenn der Körper stirbt, reißt die und die Seele geht ins Jenseits und der physische Körper bleibt zurück. Und die wollten mir das zeigen, diese Silberschnur, die gerissen ist. Aber auf späteren Astralwanderungen habe ich diese Silberschnur dann selbst an mir gesehen und erlebt und weiß, dass sie existiert. Und zwar ist die Silberschnur, die sogenannte Silberschnur, die Trennung oder Verbindung beider Körper, dem geistigen und dem physischen. Und wenn die reißt, stirbt der physische Körper. Sie haben gesagt, dass Sie, wenn Sie andere Wesenheiten getroffen haben, also Menschen, die noch lebten, die auch mit ihrem Geistkörper unterwegs waren, dass Sie diese berührt haben? Ja, und zwar eine Ärztin, die war auch astral unterwegs und die habe ich mal berührt, weil ich war ja neugierig, wie sich das anfühlt. Es hat sich angefühlt wie Gummi. Und alle, die ich drüben getroffen habe und mal angefasst habe, hat sich so gleich so ein bisschen wie Gummi angefühlt. Aber diejenigen, die ich so getroffen habe, die wussten das natürlich nicht. Nur einmal eine Freundin, die nachts Durst bekam, ging in ihre Küche, hat sie mir dann später erzählt. Und als sie von der Küche rausging, wieder Richtung Schlafzimmer, sei sie durch mich durchgelaufen. Also der Geistkörper, der ist einfach durch das Grobstoffliche, man geht durch und spürt nichts. Und so ist es auch, wenn ich nachts im Geistkörper bin, unterwegs bin, ich kann durch Mauern gehen, ich kann durch Fenster gehen, ich spüre das gar nicht. Da hatte ich ein ganz lustiges Erlebnis, und zwar habe ich in Lugano hoch über dem See gewohnt. Dann vorm Schlafzimmer hatte ich eine Terrasse
Und das war immer mein Startplatz. Auf dem Geländer von der Terrasse, das war so mein Startplatz zum Reisen ins Jenseits. Und ich stehe auch wieder da auf dem Geländer und guck runter. Und da stand unten auf der Straße eine Frau, auch im Geistkörper, die zu mir sagte, in Lugano, wo man eigentlich Italienisch redet, sagt sie in Französisch zu mir, vous parlez français? Da konnte ich nur noch sagen, oui, oui. Und weg war ich wieder in meinem Bett. Ich gucke auf die Uhr, es war nachts um 3. Und noch keine Minute später läutet das Telefon in Wirklichkeit. Ich nehme ab, sagt eine Stimme zu mir, vous parlez français? Also das ist jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich so gerne einen Wissenschaftler fragen würde, wie verhält sich das? Also die Dame war in Wirklichkeit gestört von meinem Wasserhahn im Badezimmer, der sie nicht schlafen ließ. Aber dass die im Geistkörper zu mir dasselbe sagt wie im physischen Körper, auch noch in Französisch, ist für mich ein Rätsel. Ich komme noch einmal zurück zu Ihrer Beschreibung, wo Sie andere Wesenheiten angefasst haben. Der Geistkörper, der entspricht dem irdischen Körper. Das stimmt. Ich habe diese im Geistkörper alle im Doppel vom physischen gesehen. Und die waren alle so gekleidet, wie sie im normalen Leben gekleidet. Ja, es ist einfach das Doppel, wie es auch da drüben Städte im Doppel gibt. Habe ich auch erlebt. Auch die kommt mir so bekannt vor, die Stadt, ne? Frau Zürcher, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Sie den sogenannten Pflümli-Doktor auch wieder im Jenseits getroffen haben. Ach ja, das würde ich gern erzählen. Ich wache morgens auf und sehe den Kopf des Sohnes von dem Pflümli-Doktor ganz groß vor mir und die Tränen liefen ihm darunter. Ich kannte das Kind nicht persönlich, habe es nur gesehen mal in der Praxis. Und dann gleichzeitig ist mir eingefallen, dass ich heute ja meinen Waschtag habe. Bin ich in die Waschküche, denn ich hatte dort meine Nachbarin gesehen, wie die Wäsche aufhängt, in meiner geistigen Schau. Dann bin ich in die Waschküche und tatsächlich war die Nachbarin dabei, ihre Wäsche an meinem Waschtag aufzuhängen. Na gut. Sie sagte zu mir, jetzt haben wir keinen Doktor mehr. Wir haben jetzt keinen Doktor mehr. Der hat es sich umgebracht. Mit einer Spritze hat er sich das Leben genommen. Jahre später, auf einer Reise ins Jenseits, mache ich da eine Türe auf, sehe einen großen Saal, den Pflümli-Doktor, wie er leibt und lebte, mit anderen Menschen arbeiten. Die hatten Reagenzgläser und Dinge, als wenn sie etwas erforschen wollten oder wollen. Und er dreht sich um und strahlt mich richtig gehend an. Der hat mich wieder erkannt. Und ich schaue noch eine Weile zu und dann sehe ich da drüben einen Tisch und da taucht eine Gestalt hinter dem Tisch hervor. Und dann habe ich zu mir gesagt, das ist ja die Frau Shirahama. Aber die Frau Shirahama habe ich nicht persönlich kennengelernt im irdischen Leben, sondern sie war eine Freundin von einer Bekannten. Und die hat mir damals von einer Frau Shirahama erzählt. Aber ich frage mich auch, wie kann ich jemand im Geistigen wiedererkennen, den ich im irdischen gar nie gesehen habe? Aber ich habe dann der Bekannten angerufen, wie es der Frau Shirahama geht. Und dann sagt sie mir, die sei vor einiger Zeit gestorben. Und das ist doch auch wieder ein Beweis, dass man im Geistigen viel mehr weiß, als wir hier auf Erden.
Wie kann ich die Frau in Anführungszeichen wiedererkennen, die ich vorher nie gesehen habe? Dann haben Sie die Feststellung gemacht, dass die Verstorbenen in der jenseitigen Welt auch arbeiten. Ja, ja. Und sie haben ja auch Häuser, sie haben ja auch praktisch Haushalte. Sie leben ähnlich wie wir hier. Es kommt natürlich auf die Dimension an. Ne? Ich habe zum Beispiel mal jemand, den ich irdisch kannte und der einen zwielichtigen Charakter hatte, den habe ich mal nachts mitgenommen auf eine Reise und habe ihm gezeigt, wie in niederen Dimensionen die Menschen untergebracht sind. Das ist dann auch nicht so zum Spaßen. Da denke ich auch so an gewisse Kriegstreiber. Wenn die wüssten, wo sie hinkommen, würden sich auch ein bisschen besser überlegen. Ne? Können Sie diese tiefere Sphäre noch etwas beschreiben? Erstens mal ist alles viel dunkler als die normalen astralen Dimensionen. Also die niederen Astralwelten, die sind einfach für die Menschen, die noch am Anfang sind der Entwicklung. Nicht? Ich meine, wenn jemand hier auf Erden einen Krieg anzettelt und andere Menschen umbringt, die ihm gar nichts getan haben, dann ist das ein niederer Charakter. Und die werden dort besonders in niedere Astralwelten untergebracht. Und man gibt ihnen auch die Möglichkeit zu lernen und die Möglichkeit der Reinkarnation, damit sie die Fehler von vorher wieder gut machen können. Wir haben vorhin von den dunklen Sphären gesprochen. Jetzt vielleicht können Sie die helleren Sphären noch etwas beschreiben, was Sie da gesehen haben. Da gibt es viele Abstufungen. Und zum Beispiel die meisten Menschen, die rübergehen, die sind auf der Stufe von Frieden und Herrlichkeit. Und die Natur ist mit Blumen und Farben. Also da läuft niemand in Schwarz rum. Es ist wirklich eine wunderbare Sphäre. Und an ganz hoher Sphäre mag ich mich einmal sehr genau erinnern. Das war einfach nur Geist und hell. So Bianco Latte, sagt man in Italienisch, so weiß, aber so mit Geist so und weich alles. Und die Kleidung ist ganz hell. Aber auch ganz leichte Farben, aber sehr hell. Und da habe ich auch keine Häuser oder irgendwas Erdähnliches gesehen, gar nicht. Frau Zürcher, Sie haben im Laufe dieser Jahre auch versucht, einen Beweis zu bekommen für eine außerkörperliche Existenz. Sie haben nach Beweisen gesucht, ob das wirklich so zutreffend ist. Wissen Sie, ich bin ein ganz irdisch gebliebener Mensch. Und wenn ich so Dinge erlebe, dann bemühe ich mich, das zu verifizieren. Meine letzte Reise war nach Ischia. Ich laufe dort in den Gässchen rum. Ich wusste instinktiv, ich war in Ischia. Und dann sehe ich dort wie so eine Plakatsäule. Und da steht der Name von einem Hotel. Und dann habe ich das Hotel auf Ischia gesucht und gefunden. Und am nächsten Morgen, als ich so zurück war, habe ich gedacht, mein Gott, jetzt muss ich ja nach Ischia reisen, um das zu verifizieren. Ach, habe ich gedacht, bist ja dumm, hast ja ein Internet. Habe ich dort mal reingeguckt und prompt stand der Name dort von dem Hotel und auch Aufnahmen von dem Hotel. Und ich habe den Platz gefunden, wo ich dann des Nachts genau dort am Tisch und Stuhl gesessen habe. Und das hat mich riesig gefreut. Wie ich schon gesagt habe, ich war ziemlich verzweifelt, weil ich niemand hatte, dem ich all diese Phänomene erzählen konnte. Wie es der Zufall will, schaue ich an einem Abend das österreichische Fernsehen
und sehe dort 3 Professoren, die sich über diese Themen, die ich seit Jahren erlebt habe, unterhielten und von einem Kongress in Innsbruck berichteten. Ich kann Ihnen nur sagen, ich hatte noch nie so schnell einen Koffer gepackt. Am nächsten Tag bin ich strikt nach Innsbruck gereist, aber Hunderte von Leuten waren an dem Kongress zugegen. Und als ich dort in die Eingangshalle kam, war genau dieser eine Professor mit Fernsehen im Gange. Aber es waren so viele Leute da, wie soll ich an den Mann herankommen, den ich ja gar nicht kannte eigentlich. Aber da ich ja so klein bin, fand ich so einen Treppenabsatz, wo ich mich draufgestellt hatte, in gewisser Entfernung. Und Zufälle, er hat genau zu mir geguckt. Und dann habe ich ihm gewunken. Und dann hat er sich verabschiedet von der Fernsehleute, ist auf mich zugekommen und hat zu mir gesagt, so, jetzt erzählen Sie mir mal. Und von dem Moment war ich mit ihm und seiner Frau zusammen während der ganzen Dauer des Kongresses, mittags und abends, und er hat alles aufgezeichnet, aufgenommen, was ich erlebt habe in den vergangenen Jahren. Und in der Folge ist er sogar von Wien nach Bern gekommen, um mit mir Experimente zu machen. Und dann im Anschluss war ich vollkommen überzeugt, dass in dieser äußeren Hülle ein Geist wohnt, der alles dirigiert, der das eigentliche Wissen hat. Und der Herr Dr. Huber hat mit mir folgendes Experiment gemacht. Ich musste, sieht man das so? Ich musste meinen Arm auf den Tisch legen und er hat mit einer Nadel da reingestochen. Au! Es hat wehgetan. Dann hat er streichende Bewegungen gemacht, hat im Anschluss mit der spitzen Nadel wieder da reingestochen, habe ich gar nichts gespürt. Und dann hat er mit der Nadel darüber gestochen. Und da habe ich auch gesagt. Er hatte nämlich durch seine Bewegungen den geistigen Arm darüber transportiert. Also, ohne den geistigen Arm ist der tot, spürt nichts. Denn das Gefühl, das Leben ist da drüben im Geiste. Und für das bin ich ihm sehr dankbar, denn es hat mich nochmal überzeugt. Denn wenn ich aus dem Körper rausgehe, ist mein Bewusstsein vollkommen da in dem geistigen Körper. Auch in dem geistigen Punkt. Muss gar nicht Körper sein. Also ist das Leben und das Bewusstsein immer im Geistleib und nicht im irdischen Körper? Absolut, absolut. Ich meine, ich habe ja dasselbe gespürt, wenn ich außerkörperlich bin. Da konnte man mit meinem Körper machen, was man wollte. Ich hätte da nichts gespürt, weil ich ja nicht drin war. Aber wenn ich draußen war, habe ich alles. Ich habe mal meinen Ex-Mann besucht in seinem neuen Behausung, wo ich ja nie war vorher. Ne? Ich habe alles gesehen und der hatte so eine ganz moderne Attika-Wohnung. Was da lustig war, hat er so einen einfachen Maschendrahtzaun vorne noch hergespannt vor die Terrasse. Was ja lustig ist, so eine reiche Wohnung sollte ja da ein bisschen anders ausgestattet sein. Aber im Geistkörper habe ich das toll gefunden. Da habe ich nämlich meine geistigen Füße in den Maschendrahtzaun gesteckt und habe mich hinten runterfallen lassen. Der hat vielleicht im 6. Stock gewohnt. Habe ich mich so hinten runterfallen lassen und habe mich hin und her geschaukelt. Und als ich dann tatsächlich dort war ich gespannt, ob ich den Maschendrahtzaun wiederfinde. Und tatsächlich war er da.
Nur diesmal habe ich mich da nicht in die mit den Füßen reingehängt, es wäre zu gefährlich gewesen. Aber das sind alles so kleine Beweise, verstehen Sie? Das beweist die Existenz vom Astralleib, vom geistigen Leib und vom eigentlichen Leben. Frau Zürcher, was ist Ihre Meinung, wie häufig sind solche außerkörperlichen Erfahrungen bei anderen Menschen? Ich weiß es nicht. Normalerweise geht jeder nachts so weit raus. Denn der Geistkörper, der sammelt ja wieder die Energien und Kräfte, damit er den physischen ernähren kann praktisch. Ne? Die Nahrung tut ja nicht alles, was der physische Körper aufnimmt, sondern es braucht den Geist. Deshalb schlafen wir ja auch. Normalerweise hören die Astralreisen so mit 60 auf. Aber in meinem Alter, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich habe ja schon den Zweiten Weltkrieg erlebt, nicht wahr? Ich weiß ja auch das Leben von dieser Seite. Ich mache das heute noch, aber ich darf nicht mehr wissen, was ich tue, weil ich käme niemals wieder zurück. Also bestimmt nicht, aber ich reise noch und lerne drüben. Ich habe ja da meine weisen Menschen, sage ich mal, die mich belehren. Und ich suche auch im irdischen Leben meine weisen Leute, mit denen ich mich austauschen könnte. Aber wenn man dann zurückkommt und schon ein bisschen fortgeschritten Alters ist, da merkt man's. Statt Blutdruck 120, 125, wie ich es normal habe, habe ich dann 200. Und es braucht dann 2 Stunden, bis sich das wieder zurückgebildet hat. Aber auf jeden Fall spüre ich dann am Blutdruck, dass ich gereist bin nachts. Als Sie im außerkörperlichen Zustand unterwegs waren und Menschen gesehen haben, sind Sie teilweise auch von diesen wahrgenommen worden. Haben Sie Beispiele dazu? Vor allen Dingen von meiner Tochter, die ja mit mir in der gleichen Wohnung war. Und wenn eine Mutter aus dem Körper geht, was macht sie als erstes? Sie guckt nach ihrem Kind. Und mein Kind war damals 11 Jahre alt. Und die hat mich gesehen. Und die hat wirklich zuerst geschrien vor Angst. Denn die Mutter hat vor ihr gestanden und gleichzeitig davon im Bett gelegen. Und das ist natürlich sehr, sehr oft passiert. Und sie hat mir dann am nächsten Tag erzählt, welche Kleidung ich anhatte. Und die ganze Wohnung sei erleuchtet gewesen. Und einmal war sie im Trainingslager in einem anderen Teil von der Schweiz und mit einer Trainingspartnerin zusammen im Zimmer. Und dann sei ich auch erschienen praktisch. Und das Zimmer war hell erleuchtet. Und da hat das andere Mädchen gehustet und dann sei alles blitzartig verschwunden gewesen. Und so Sachen hat die dann mit mir so erlebt. Und das war dann für sie selbstverständlich mit der Zeit. Gab es noch andere Menschen, die Sie gesehen haben? Muss ich gerade überlegen. Ja, hat mich auch schon jemand gefragt, ob ich öfter mal fremde Leute nachts im Zimmer besuche. War schön peinlich. Aber irgendwie konnte ich das nicht so, weil ich das ja auch nicht erwartet habe. Verstehen Sie? Ich habe mir nicht vorgenommen, den besuchst du dann heute Nacht. Ich habe immer alles geschehen lassen. Ich war Werkzeug praktisch. Und so war das schon öfter mal passiert, dass ich halt dort mal aufgekreuzt war, wo ich gar nicht sollte. Aber das hat sich dann mit der Zeit gelegt. Wäre es wichtig, dass die Menschheit mehr von solchen geistigen Dingen wissen sollten? Ja. Schauen Sie, ich habe ja auch
mit all den Erlebnissen eine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist, den Menschen die Angst vom Sterben zu nehmen, damit sie wissen, ich durfte hier sein, ich durfte mich bewähren, ich durfte dazulernen. Hier irdisch altert man ja. Und wenn der Körper halt nicht mehr so gut funktioniert, dann geht man zurück in die geistige Heimat und bekommt ja wieder die Chance für Reinkarnation, also Wiedergeburt. Und kann wieder neu dazulernen. Und es geht dann immer höher und höher und höher. Deshalb gibt es auch die verschiedenen Dimensionen. Die hat ja Burkhard Heim und sicher auch Albert Einstein errechnet. Und die Frau Zürcher auch mal gesehen. Und wenn der Mensch das mal weiß, dann lebt er auch ganz anders. Dann ist er so, wie er im Moment ist. Denn wie er im Moment ist, sein Bewusstseinszustand oder Intelligenzzustand, whatever, er kann nichts dazu. Er ist ja noch am Lernen. Und er kriegt ja die Möglichkeit zu lernen. Frau Zürcher, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Czernik.